Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Weihnachten rückt immer näher und ihr braucht auf den letzten Drücker noch eine Weihnachtskarte und ihr denkt, ihr seid nicht kreativ oder ihr könnt das nicht. Glaubt mir, ihr könnt das. So, ganz einfach, heute schnappe ich mir eins meiner lieblingsgünstigsten Papiere, die es so gibt. Ganz easy, kriegt man überall zu bestellen oder auch, ich habe es sogar schon bei Teddy gesehen. Aquapad von Clairefontaine, ein 300 Gramm Papier. Ich habe das DIN A5 genommen, habe mir das halbiert. Hier, habe mir das Papier schon hingelegt. Und was braucht ihr jetzt? Ihr braucht im Grunde nur sowas. Hat wahrscheinlich fast jeder. Die Schulkinder, die Enkelkinder, irgendjemand hat so eine Schablone. Und wenn nicht, bekommt ihr auch die total günstig in solchen 1-Euro-Läden oder im Schulbedarf. Was braucht ihr noch? Einen wasserfesten Feinliner, möglichst fein. Das hier ist ein Micron 02. Und dann braucht ihr am Ende entweder Aquarellmalstifte. Damit habe ich diese Karte gemacht. Mit Aquarellmalstiften. Ich möchte es euch aber auch zeigen, wenn ihr keine Aquarellmalstifte habt, sondern nur Aquarellfarben, wie ihr mit 2 Grundfarben, mit einem Gelb und mit einem Blau und vielleicht noch einem Glitzerstift oder ein bisschen Gold hinterher, eine ganz wunderbare Karte zaubern könnt. Ja, und dann legen wir einfach mal los. Ich schnapp mir hier mein Kartenrolling. Ich mache mir hier jetzt einfach ein Dreieck drauf. Ganz easy. Ich gucke mal ungefähr, dass ich das hier vermittel. Machen wir hier von 3,5 bis 3,5. Gucke hier oben, wo ist die Mitte von dem Ding. Da in etwa. Ziehe mir hier die Seiten runter. Und habe jetzt einfach nur ein ganz schlichtes Dreieck. Und jetzt fangt ihr an und nehmt eure Schablone und fangt an, dieses Dreieck zu füllen. Und zwar wirklich innerhalb der Form. Ich habe ganz oben, fange ich an mit der Spitze. Jetzt nehmt ihr euch euren Feinliner. Ganz oben in der Spitze fange ich an und setze mir hier jetzt einen kleinen Kreis. Ein bisschen größer. So, dann kommt so, dass ich gerade bis an diese Kante komme von diesem Bleistift. Und ich möchte auch immer genau an einen Kreis anschließen. Also, seht das? Kreis an Kreis. So, jetzt nehme ich mir noch mal eine Nummer größer, was da genau so reinpasst. Könnte schon dieser sein. Jawohl. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon anfangen und auch in diese Kreise nochmal einen kleinen Kreis reinsetzen. So ein bisschen versetzt, mal rechts, mal links, mal mittig, wie ihr das wollt. Und jetzt fangt ihr einfach an und füllt diesen Tannenbaum mit Kreisen. Große, kleine, manchmal noch ganz kleine. Aber möglichst immer so, dass die sich genau berühren. So, jetzt mache ich hier mal einen schon ordentlich großen rein, der das genau ausfüllt. Und dann kann man in die kleinen Eckchen hier immer noch so einen kleineren reinsetzen. Passt da genau noch rein. Aber ihr seht das, ich bleibe immer noch innerhalb meiner vorgegebenen Linie. Ja, und dann fangt ihr einfach an und füllt das Dreieck.
irgendwo ziemlich weit unten solltet ihr einen recht großen setzen, so als Schwerpunkt. Ich mache den mal hier rein. Ich setze den jetzt einfach mal mitten rein und baue mir jetzt die anderen noch drumherum. Und auch in die Ecken sollten ungefähr 2 gleich große kommen, finde ich jetzt, um das gut dann hier auszugleichen. So, wer hat, kann natürlich so einen schönen Weihnachtsstempel verwenden. Ich habe verschiedenste Silikonstempel. Mit dem Easy Stamp habe ich das gemacht. Aber nicht jeder von euch hat so etwas. Und natürlich kann man auch, statt dann so einen Stempel zu nutzen, einfach nett das Ganze hinschreiben, ne? Dazu nehme ich aber mal eine Nummer größer. Ja, das ist okay für mich. So, bevor ihr rumradiert, lasst es schön trocknen. So, und wie gesagt, hier habe ich einfach Aquarellstifte genommen. Mit Aquarellstiften das Ganze unterschiedlich ausgemalt, hinterher nass gemacht, ganz vorsichtig, und dann noch ein bisschen Gold oben drauf gesetzt. Diese werde ich jetzt mal anders machen. Und zwar nehmen wir jetzt erst einmal einfach nur ein bisschen Gelb und ein bisschen Blau und mischen uns erstmal ein ganz helles Grün an. Ganz schön. Super hell. Genau, erstmal dieses hier nehmen, ist auch ganz schön schon. Ja. Und hier, jetzt male ich einfach erstmal die komplette Fläche mit diesem Grünton, in dem hellsten. Beim Aquarellmalen ist es, je heller ihr das haben wollt, desto mehr Wasser gebt ihr der Farbe dazu und desto durchsichtiger und heller ist dann der Farbton. So, die erste Schicht ist trocken und jetzt könnt ihr anfangen, ich habe hier wie gesagt nur Gelb, Blau und mische mir daraus Grüntöne. Ihr könnt
jetzt einfach nochmal mit dem gleichen hellen Grün über so ein paar Flächen gehen. Und ihr wisst das, dass jede Schicht, die man mehr macht, wird dann ein bisschen dunkler bei der Aquarellmalerei. Ne? Kann man hier jetzt sehr schön erkennen. Ich setze jetzt hier einfach mal so ein paar Flächen nochmal in diesem helleren Grünton rein. Und ich nehme dann einfach noch mal ein bisschen Blau wieder dazu und mache es mir einen Hauch dunkler und male dann damit sozusagen die nächsten Flächen. Und so setzen wir immer verschiedene, einfach nur Grüntöne übereinander. Ja, jetzt lasse ich das auch erstmal wieder ein bisschen trocknen, bevor ich dann die Nachbarkreise setze, damit auch das nicht verläuft. Und ich kann den hier schon mal wieder einen Hauch dunkler machen. Nehme mir ein bisschen Blau dazu und mache mir das Grün jetzt noch ein bisschen dunkler. Oh nein, verwischt. Mal gucken, kann ich es noch retten? Ja. Ne? Kann passieren, wenn man freihand malt. Natürlich hätten wir jetzt dieses Dreieck auch noch vorher abkleben können, dann wäre das jetzt nicht passiert, was mir da gerade passiert ist, dass ich das mit meinem Handballen mal wieder verwischt habe. Da habe ich ja so ein schönes Talent für, aber es ist noch okay. Es ist noch okay. Genauso wie ihr das immer dunkler machen könnt, könnt ihr auch noch mal ein bisschen Gelb reinsetzen, um dem Grün ein bisschen eine andere Leuchtkraft zu geben. Und das mache ich in diesem Fall hier. Habe ich zuletzt noch mal einfach mit Gelb auf manchen Kreisen gearbeitet. Ihr könnt die Grüntöne so lange abdecken, bis euch das gefällt, bis ihr die Farbtöne habt, die euren Geschmack entsprechen. Wenn es euch zu hell ist, setzt noch eine Schicht drauf
Und ja, nur zu dunkel geht irgendwann nicht mehr. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, meine Grüntöne habe ich jetzt so weit, dass es mir gefällt. Und nun könnte man anfangen, entweder mit einer schönen Goldfarbe. Diese hier ist von Victoria, VH203. Es ist ein super schönes Gold. Habe ich hier verwendet auf der Karte. Da habe ich so ein paar Highlights gesetzt. Ihr seht schon, wie schön das glimmert. Man kann es aber auch genauso gut mit goldfarbenen Stiften machen. Und das werde ich jetzt in dem Fall mal bei dieser Karte nehmen. Ich nehme hier den Uniball Signo in Gold und schau mal. Ich fange einfach erstmal an und setze in die Zwischenräume mal kleine goldene Pünktchen. Das vervollständigt so ein bisschen die Form und das Bild. Ich muss auch wieder aufpassen, dass ich das nicht verwische. Ja, manch einem reicht das vielleicht auch schon. Nur so ein Hauch. Könnte jetzt noch ab und zu mal einfach noch mal ein Muster hineinsetzen in die unterschiedlichen. Oder hier ein Ring. Ja, da könnt ihr euch jetzt austoben. Man könnte jetzt auch noch mit Weiß reingehen. Man könnte auch noch mit passenden anderen Glimmerstiften hineingehen. Wäre auch spannend. Aber ich wollte es eher hier schlicht und dezent jetzt mal halten. Ja, diese Art von Karten könnt ihr in allen Farben gestalten, die euch in den Sinn kommen. Ich hatte ja die erste ein bisschen bunter gemacht und ich wollte diese ein bisschen klassisch halten, deshalb nur Grüntöne mit Gold. Aber natürlich kann man das auch ein bisschen schriller gestalten. Wer Pink mag, Rosa mag, macht da Kombinationen mit Orange dabei. Alles möglich. Da könnt ihr euch richtig schön austoben und das gestalten, wie es euch gefällt. So reicht mir das. Es glimmert, es schimmert. Sehr schön. So, dann schaue ich mal, ob ich eine passende Karte finde, wo ich das aufklebe und melde mich dann gleich mal wieder. Ja, ich habe mir hier eine cremefarbene Karte ausgesucht. Ich nehme hier doppelseitiges Klebeband, mache in die Mitte dann gleich noch ein bisschen Uhu-Kleber und ich kombiniere das ganz gerne auch mal und mische die unterschiedlichsten Umschläge. Also zu dieser Karte gibt es dann einen schönen, passenden dunkelgrünen Umschlag. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Weihnachtskarten, beim Gestalten. Ja, je nachdem, ob ihr es fetzig mögt, nehmt ihr ein bisschen was Schrilleres, so wie die erste Karte, die bekommt ihr gleich nochmal zu sehen. Je nachdem, wer es ein bisschen edler mag, ein bisschen dezenter, macht es in diesem Stil. Und ja, hier umrande ich das Ganze nochmal mit dem goldfarbenen Stift. Das war mir so ein bisschen zu hell. Ja, und von daher, ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Festtage. Viel Spaß beim Basteln und beim Kreativsein. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.